Wenn ein Kunde nicht bezahlt, so ist das nicht nur ärgerlich, sondern kann auch buchhalterisch zur Herausforderung werden. Ich bin Inga von SMS Softwarepartner und mein Kollege Gerald hat für Haufe X360 eine Erweiterung für zweifelhafte Forderungen entwickelt. Wie diese Erweiterung funktioniert, erklärt er uns nun im Gespräch mit Dirk. Und um das Thema etwas aufzuhellen, haben wir die beiden ausnahmsweise mal vor einem etwas sonnigeren Hintergrund platziert. Hallo Gerald und hallo Dirk. Ja, danke Inga. Hallo Gerald. Hi Dirk. Heute uns beide mal vor besonderer Kulisse, ne? Ähm, Du hast aber eigentlich was mitgebracht, was sozusagen ja, die Sonne ein bisschen eintrübt. Du hast zweifelhafte Forderungen mitgebracht. Das ist richtig. Ja. Was ist denn, da gibt es einen Standardprozess in X360. Was kann der und was fehlt dem? Der Standardprozess bucht einfach eine Forderung als unanbringlich aus Ja. und der Zwischenschritt, die auf zweifelhaft umzubuchen, der fehlt. Und was ist der Vorteil, wenn ich das vorher auf zweifelhaft umbuche? Was buchhalterisch oder in der täglichen Praxis? Na, das sind einfach bilanzielle Notwendigkeiten, Bilanzierungsvorschriften, wie ich die Forderungen in der Bilanz auszuweisen habe und zu Ja. klassifizieren habe. Ähm, das machen wir jetzt mit einem Ansatz, dass wir eine eigene Abfrage haben, wo wir solche Forderungen suchen können und dann was mit denen machen können, ne? Richtig. Und jetzt ganz kurz, zeig uns doch mal ganz kurz, hier hast du eine Hans Meyer GmbH mit 23.437 Euro in den ausgewählten Belegen. Das sind jetzt, da sind zwei Belege. Ähm, was ist das für ein Beleg? Von wann ist der? Na, wir sehen hier eine Rechnung, die ist vom 18.02.23. Ja, Da wurde eine Leistung erbracht und abgerechnet über diesen Betrag. ja. Der Betrag wurde noch nicht beglichen, wurde dann einmal angemahnt mit einer Mahngebühr. Die wurde hier am 28.06.23 noch gebucht. Und wir wissen jetzt eben, wahrscheinlich bekommen wir das Geld nicht mehr in voller Höhe. Und jetzt möchtest du mir zeigen, dass das, was in X360 eigentlich nicht geht, doch geht. Wie kommt das, dass das hier geht? Also wir können ja die Forderung ausbuchen und auf ein anderes Konto sozusagen umbuchen. Hm. Und dann ist die raus aus dem Forderungsbestand, die wäre dann hier von dem Kundenkonto verschwunden. Ja, Wir haben dann aber eine separate Liste, wo wir das verwalten können. ja. Und was ist Voraussetzung dafür, dass ich diese Methode, die du uns jetzt zeigen willst, dass ich die anwenden kann? Das sind ein paar kleine Konfigurationsschritte. Wir brauchen einen sogenannten Ursachencode, der muss eingerichtet werden. Und dann müssen natürlich diese Abfragen, die wir hierfür Ja. implementiert haben, auf das System drauf. Wenn du das beim Kunden machst, wie lange dauert das? Na, das also rein technisch draufspielen, wahrscheinlich so eine halbe Stunde und dann Ja. muss man ja noch drüber sprechen, wie das funktioniert. Okay. Ja, das kann ich mir vorstellen. Bei uns hast du das gemacht und auch bei einigen Kunden schon, richtig? Ja, das ist also tatsächlich schon im praktischen Mhm. Einsatz. Dann lass uns doch mal einsteigen, wie du jetzt vorgehen würdest, um jetzt nicht mit dem Haufe-Standard mit dieser Forderung umzugehen, sondern mit dem Ansatz, das als zweifelhafte Forderung zu deklarieren. Ja, da haben wir eine Massenverwaltung oder eine Abfrage, Forderungen als zweifelhaft umbuchen. Ja, So, ähm, da gebe ich als erstes mal das Datum an, das ich jetzt hier betrachte als Stichtag. Ich möchte mhm. jetzt den Jahresabschluss 23 vorbereiten und die Forderungen auf zweifelhaft umbuchen, die ich Ja, vermutlich nicht mehr bekomme. Dann kann ich oben diesen Parameter mitgeben und ich kann dann zum Beispiel jetzt noch mir hier diese Kundennummer nehmen, ja. kann die hier in die Schnellsuche rein kopieren und dann sehe ich hier eben auch die beiden betreffenden Belege, die ich auch auf diesem Kundenkonto sehe. Ja, ich sehe jetzt, du hast diesen Menüpunkt aufgerufen. Das ist ein eigener Menüpunkt. Wo finde ich den normalerweise? Normalerweise ist er unter Debitoren, da haben wir einen Ja, eigenen Block eingeführt, zweifelhafte Forderungen umbuchen. ja,
Man kann den aber wie immer sich auch favorisieren und hat Ja. ihn dann hier in seinen Favoriten. Okay. Jetzt sehe ich, dass ihr in dieser Erweiterung auch gleich noch ein paar Side-Panels mit eingebaut habt auf der rechten Seite. Wofür sind die? Wie helfen die dir bei der Arbeit, bei der Bearbeitung zweifelhafter Forderungen? Da kann ich alle relevanten Daten einsehen. Also ich kann hier erstmal auf die Kundendaten drauf schauen. Ja, Wenn ich mit dem Kunden die E-Mail-Kommunikation und gegebenenfalls das CRM nutze, kann ich hier unter Aktivitäten sämtliche verschickten E-Mails und Notizen sehen. Ja. Ist jetzt in diesem Fall leider nicht gepflegt. Hm. Dann haben wir die Informationen zum Beleg selbst, die Ja. wir hier ausgewählt haben. Also wir können hier sehen, was überhaupt Gegenstand dieser Rechnung war. Zum Ja. Beispiel hier 50 Samsung Flat TVs. Ja. Da sind wir jetzt gerade mit unserem wunderschönen Strand mit den Palmen davor, aber wir können uns das vorstellen. Alles gut. Okay. Und wir haben auch hier ein Side-Panel, wo wir den Mahnverlauf zu dieser Rechnung nochmal betrachten können und Ja. nochmal schauen, ob da in der Kommunikation mit dem Kunden eben alles korrekt abgewickelt wird. Hm. Und der letzte Punkt ist dann das tatsächliche Umbuchen, also wo ich dann die eigentliche Aktion ausführe. Das heißt, du machst hier, du löst die Aktion eigentlich direkt über ein Side-Panel aus und schiebst den darüber und hast jetzt hier auch gleich den Vorschlag, das umzubuchen. Kannst du das kurz erklären, was jetzt hier passiert, wenn wir das machen, wenn wir das auslösen? Ja, also wir haben erstmal hier auf den Kundendetails jetzt diese Rechnung sichtbar. Ja, Wir haben dann auf den Kontendetails von dem Konto 1200, das ist jetzt der SKR 04, da haben wir jetzt ein Saldo von 173.205,94 Euro. Der Ja. wird sich dann nicht verändern. Und wir haben dann zum 31.12. jetzt auf diesem Konto zweifelhafte Forderungen noch keinen Bestand. Da ist der Saldo auf Null. So, jetzt buchen wir das um. Dazu, wie gesagt, markiere ich hier diese Rechnung, setze hier das Häkchen und klicke einmal auf Verarbeiten. So, jetzt hat das System das bereits umgebucht. Wenn ich jetzt die Liste aktualisiere, ist die Rechnung jetzt hier verschwunden, ja, Ja. weil die kann ich nicht mehr umbuchen, die ist schon umgebucht. Ich gehe in die Kundendetails, aktualisiere die Ansicht, da ist auch diese Rechnung verschwunden. Und ich aktualisiere auch hier die Kontendetails. Ich sehe, der Endsaldo der Forderung hat sich um den Betrag reduziert. Und ich aktualisiere die Kontendetails der zweifelhaften Forderungen. Ja. Da sehe ich dann, dass diese Buchung hier aufgetaucht ist. Mit dem Buchungsdatum 31.12., Ja. das sich vorhin auch eingestellt hat. Häufig macht man das ja sogar in der Periode 13, ne? Das kann man natürlich auch machen. Ja, Ja, ich finde das immer ganz hilfreich, Buchungen, die man in der Periode 13 hat, dass die wirklich Jahresabschlussarbeiten sind. Das macht das nochmal transparenter. Aber das soll jeder halten, wie er mag. Das geht beides. Das ist spannend. Das war ganz hilfreich und ich denke, das sorgt auch dafür, dass die Kunden noch einfacher sozusagen das machen können, dass sie nicht einen normalen Buchungsbeleg nehmen, sondern dass sie das hier an der Stelle über deine Transaktion machen. Die ist an der Stelle natürlich auch viel stabiler und da weniger fehleranfällig, als wenn ich jetzt hingehen würde und das manuell buchen würde. Ne? ja. Ja, und wir sind ja jetzt noch nicht am Ende des Prozesses. Also der spannende Teil, der kommt jetzt ja eigentlich noch, der wirkliche Nutzen. Okay. Das Also kann noch was. tatsächlich könnte ich diese Umbuchung ja auch manuell machen, aber Ja. ich möchte jetzt ja auch einen Überblick haben über meine zweifelhaften Forderungen und Ja. die auch weiter verwalten können. Ja, okay. So, wir haben jetzt hier nämlich noch eine weitere Abfrage, zweifelhafte Forderung Bestand. In dieser Abfrage werden jetzt in Anführungszeichen offene Posten, es sind natürlich keine offenen Posten in dem Sinne, sondern ich sehe hier die einzelnen Belege, die jetzt auf diesem Konto drauf sind in diesem Bestand. Und hier kann ich die jetzt weiter verwalten. Das gibt ja jetzt unterschiedliche Ansätze. Ne? Ich sag mal, du hast einen Mahnbescheid gemacht und hast das halt, ich sag mal, durchprozessiert und bekommst das Geld jetzt oder der Insolvenzverwalter meldet sich und sagt, pass mal auf, Quote 20%
und du bekommst davon jetzt halt noch 4.500 Euro. Solche Dinge passieren ja manchmal. Ähm, das wäre gut, wenn du das auch gleich mit an der Stelle zeigst, was, ich sag mal, wie du dann an der Stelle damit umgehst. Dann Genau. haben wir Da den gibt ganzen es, Grund. da gibt es jetzt ein paar Schritte, die wir tun müssen. Ja, Also wir transferieren jetzt, wenn wir Geld erhalten oder die Rechnung dann tatsächlich ausbuchen wollen, das erstmal wieder zurück auf das Kundenkonto, weil auf dem Kundenkonto haben wir dann die Standardfunktionen, um das weiter zu bearbeiten. Dazu öffnen wir diesen Umbuchungsbeleg, Ja. den wir gemacht haben. Und angenommen, heute wollen wir das jetzt zurückbuchen. ja, Wir klicken jetzt einfach auf Stornieren. Jetzt wird erstmal das ursprüngliche Datum vorgeschlagen, wann wir das auch umgebucht hatten. Das Ja. müssen wir jetzt natürlich ersetzen durch das aktuelle Datum von heute. Und dann können wir das freigeben. und jetzt ist die Gegenbuchung erfolgt. Jetzt ist die Gegenbuchung erfolgt. Jetzt kann ich wieder auf die Kundendetails gehen und da taucht das jetzt auch wieder auf. Ja, okay. Jetzt kann ich das entweder abgleichen mit dem Bankabgleich. Also ich habe ja normalerweise Banktransaktionen verarbeiten, wo ich die Kontoauszüge sehe und dann meinen Zahlungseingang hier gegen diese Rechnung buche. Ja, Im Falle einer uneinbringlichen Forderung, wo wir letztendlich das Geld überhaupt nicht mehr kriegen, gehen wir jetzt hier in diese Systemfunktion, gehen rein in diesen Debitor und sagen dort Forderungsausfall buchen. okay. Das mache ich jetzt auch mal. Da sehen wir dann nämlich noch was ganz Entscheidendes. Hier wird jetzt eine Gutschrift gebucht. Und in der Gutschrift werden dann auch die Konten eingesetzt für die Forderungsverluste. Ja, Und natürlich wird dann auch diese Umsatzsteuer wieder korrigiert. Das ist hier ein ganz entscheidender Schritt. Also wenn ich das Geld nicht bekomme für den Umsatz, wenn der nicht realisiert werden kann, dann bekomme ich auch die Umsatzsteuer zurück. So, und das gibt mich jetzt frei. Und damit ist jetzt der Posten endgültig aus den Büchern verschwunden. gut. Was passiert, wenn da jetzt doch nochmal Geld nachträglich kommt? Dann müsste ich hergehen und diese Gutschrift für die uneinbringliche Forderung wieder stornieren, Okay, was man auch machen kann, und dann kann ich den Posten auch wieder öffnen. okay, alles klar. Ich habe noch eine spannende Sache. Ja, Wir haben hier diesen Screen Bestand zweifelhafte Forderungen. Ich Ja. aktualisiere nochmal, das Ding ist jetzt hier natürlich raus. ja, Jetzt bin ich aber dabei, meine Bilanz zu erläutern zum Stichtag 31.12. und kann jetzt hier auch das Jahresende auswählen hier. ja. Und da ist er Und wieder dann da. gehen wir zurück in die Vergangenheit und listet mir diese zweifelhaften Forderungen auf, die ich zu diesem Stichtag in den Büchern hatte. Ich merke schon, du hast wieder an alles gedacht. Hätte mich gewundert, auch wenn nicht. Eine schöne Lösung, Gerald, die ihr da gemacht habt. Und ich habe auch von der Tanja, die ja bei uns unsere designierte IHK-Bilanzbuchhalterin ist. Prüfung ist durch, aber die Ergebnisse sind noch nicht da. Wir drücken aber alle die Daumen. Gehört, dass ihr das super gut gefällt. Danke dir, Gerald. Ja, gerne. Na, bis bald. Tschüss. Ganz vielen lieben Dank, Gerald. Ich glaube, das ist eine tolle Erweiterung für viele unserer Kunden. Falls du jetzt noch Fragen haben solltest, wie das Ganze funktioniert oder auch zu anderen Haufe X360-Themen, dann kannst du uns gerne kontaktieren. Wie immer findest du unsere Daten unten in der Beschreibung zum Video. Und ansonsten kannst du natürlich gerne auch mal in unsere Playlist schauen. Da findest du viele weitere Themen rund um Haufe X360. Bis zum nächsten Mal.